Ihr wollt sexy riechen im Herbst? Da habe ich 10 Düfte für euch, die auf jeden Fall Sex pur Ausstrahlung haben und ausstrahlen. Mein Name ist Dennis. Wir gehen gleich rein, aber kurz vorweg ein klein bisschen Werbung von mir selber. Und zwar im Store, also neue Wintermütze ist jetzt online. Könnt ihr reingucken, könnt ihr euch holen. Besten Dank auch hier, die läuft sehr gut. Für die Leute ist hinten übrigens zu. Eine schöne Flexcap und jetzt die schöne Wintermütze, also unten in der Videobeschreibung verlinkt oder hier wird auf jeden Fall eingeblendet. Hoffe ich jedenfalls. So, ja, nice. Auf jeden Fall. Sehr schön. So, jetzt können wir reinhauen und wir fangen mit den ersten an und das ist der Altair natürlich von Parfüms de Marly. Ja, wie sexy kann man denn riechen mit diesem Duft? Das ist eigentlich immer noch, wenn ich dran rieche, so unschlagbar arrogant sexy. Orangenblüte, Zimt kommt hier. Die Orangenblüte ist so sexy und dann mit dem Zimt richtig schön, ja schon fast weihnachtlich, schon fast wintermäßig. Eigentlich auch ein sehr guter Winterduft, aber wir nehmen das jetzt nochmal hier zum Herbst. Sexy im Herbst. Und da gehört der Altair hier natürlich. Oh, geil. Dann die Vanille, bisschen harzig, eine schöne Praline noch. Harzig ist aber minimal so ein bisschen Hintergrund, Hyperkeit, bombastisch gut und eine Sillage, eine Ausstrahlung von allerfeinsten, Freunde. Also Altair hier ist top. Für Leute übrigens, wenn ihr auf Filmreview steht, schaut mal gern meinen zweiten Kanal, der läuft jetzt, ja, Hollywood Movie Dog. Da laber ich komplett über Filme, also über neue Filme, über aktuelle Kinofilme, beziehungsweise auch Serien, alte Serien und so, wenn ihr Bock habt. Auch unten in der Videobeschreibung folgt gerne meinen zweiten Kanal und schaut euch die Videos an. Das ist, oder könnte für viele, wer ist nicht Filmfan, Serienfan, interessant sein. So, ihr seht, der zweite ist der Habit Rouge, das Parfüm von Guerlain, wie ich mal so schön sage. Ja, und das ist im Endeffekt schon oldschool-mäßig, habt ihr immer noch, so sagt ihr das ja, oder ihr sagt mehr operhaft, in dem Fall operhaft, bei Shalimar sagt ihr omahaft, hier ist es operhaft. Es ist vielleicht so ein bisschen luxuriös, operhaft, Polo-mäßig, also Polosport, Reichtum, so ist Habit Rouge riecht so, soll auch so sein. Und aber hier habt ihr eine schöne Note noch, eine schöne Vanillenote mit Cognac, bin ich der Meinung. Ja, Cognac oder Rum. Auf jeden Fall eine alkoholische Note, die schön mit der Vanille zusammengefügt ist. Plus eben die Habit Rouge DNA, die man vom hier, schaue ich mal rein, hier vom Eau de Parfum zum Beispiel her kennt. Kann ich noch mal testen. Die riecht hier nämlich gut raus. Ja, es ist einfach Fakt. Das machen sie richtig schön, aber Guerlain macht das so und so richtig nice. Wenn ihr also den Habit Rouge, wenn ihr das mögt, holt euch das Parfüm. Ist geil mit der Vanille und diese DNA von Habit Rouge. Sehr nice. So, nun kommen wir zu einem sehr süßen Duft, aber es ist also im Endeffekt nachhinein noch eine verbesserte Version zum Elixier, und zwar Le Male Elixier Absolu oder Absolu, wie auch immer. Hier haben wir nämlich die extreme Süße, die Club-Süße von normalen Elixier weggenommen, abgerundet. Tonkabohnen ist natürlich klar, Lavendel etc. pp. Aber richtig, ich hätte fast gar nicht gedacht, dass man das Elixier noch besser machen kann. Umso länger der steht vor allen Dingen. Richtig schöne Süße, aber eben nicht dieses ganz extreme Süße. Richtig gut verfeinert, bisschen sogar sportliche Frische dazu. Die typische Le Male DNA, die bei normalen Elixier, also bei den hier, ich hole den auch mal hier rein, bei den hier, dann habt ihr noch diese DNA, diese typische fast Vintage-DNA, Kaugummi-Style-mäßig. Das ist hier auch, aber nicht ganz so doll wie hier. Also im Endeffekt braucht man beides immer ein bisschen die Frage. Wer Bock drauf hat, ja, wer nein, dann nein. Aber abgerundet, extrem süß. Für die Clubs, ja, nachmittags das, kann man alles so machen. Der haut einfach mehr auf die Fresse, ist süßer. Sorry, da bin ich wieder. Und ich finde das absolut, ist schon richtig gut. Ja, der nächste. Ja, da halte ich mich jetzt kurz. Naxos. Ja, es ist eben Naxos. Ne? Vanilletabak von allerfeinsten. Ach, das ist immer wieder ein Traum, dieser Duft. Das ist einfach Fakt. Oder Faktum. Ist eigentlich überhaupt nicht richtig, aber ist immer so mein Ding gewesen. Faktum.
Das ist herrlich. Herrlich, herrlich. Da gibt's ja jetzt eine angeblich extrem geile Alternative zu diesem Duft. Ich werde ihn jetzt nicht einblenden, weil es das auch nicht wieder heißt, eine arabische. Hatte ich bestellt, gibt's fast nirgendwo und kommt einfach nicht an. Ja, muss ich leider mit PayPal gegen angehen. Richtig toll, das so ein Thema. Ich habe es tatsächlich mal in TikTok-Shop bestellt, weil alles andere gab's, den gibt's ja nicht. Und ja, geht natürlich gleich in die Hose. Ein Glück kostet der nicht so viel, aber trotzdem, ja, das will man natürlich wieder haben. Aber im Endeffekt rundet das alles ab, was ich von TikTok halte und so weiter. Aber es ist schon eine Frechheit, wenn es denn, ja, Firmen gibt, die meinen, wenn es denn raus ist und nur noch bei DHL ist, dass sie sich um nichts mehr kümmern müssen. Ach so, okay, klar. Man hat bezahlt, man soll dann 5 Jahre warten, bis vielleicht dann doch mal der Duft ankommt oder nicht, oder was? Alles klar. So, der nächste, Job Wow, geil. Würzig, pfeffrig, weihnachtlich, zimtig. Das ist Job Wow mit einem schwachsinnigen Deckel, aber sonst geil. Immer wieder eine schöne frische Spritzer wollte ich schon sagen. Sprüher geht, aber 20 Euro. Für Leute, die mal sagen, wo kriegst du denn für 20 Euro her? 100 ml. Bei Easy Kosmetik ohne Werbung zu machen. Das ist keine Werbung von mir. Ich krieg von denen nichts. Easy Kosmetik habe ich ihn auch gekauft. Selber natürlich. So wie alle anderen Düfte hier auch. Selbst gekauft. Jetzt, das ist auf jeden Fall geil. Job Wow habe ich die letzte Zeit sehr oft vorgestellt. Und ich will mal ganz kurz gucken, wie der bewertet ist hier bei Parfumo, weil irgendwie, weiß ich nicht, das ist ein sehr geiler Duft, der 7,3. Der müsste eigentlich schon an die 8, weil wenn man sich überlegt, wie der mit den Kardamom, Lavende und so weiter und der Würzigkeit, wie der verbaut ist, das ist schon geil. Also warte mal, ich gucke noch mal rein. Ja, egal. Ja, S7,3. Die Haltbarkeit ist, das stimmt, die ist nicht ganz so gut, aber man kann nachsprühen, ehrlich gesagt. Und wie ist die Sillage hier angegeben? Auch nicht unbedingt so am besten, aber auch da kann man nachsprühen. Ja, sorry, dass ich da jetzt reingeschaut habe. Ich wollte noch mal sehen, was die auf Parfumo sagen. Aber ja, sehr, sehr nice. So, der nächste, den werden jetzt viele nicht verstehen, warum ich den reingesetzt habe. Für mich ist er wirklich sexy, Sex pur, aber da muss man ein bisschen männlicher zu sein, beziehungsweise auch ein bisschen älter. Und es ist der Givenchy Gentleman, das Original. Ich weiß jetzt gar nicht, da muss ich auch gleich mal kurz gucken, ob es den überhaupt noch gibt. Oder ist der eingesteckt worden? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall zur Extragon, wie Zimt und Patchouli-Duft. Aber das ist ein geiler Duft. Ich glaube, der wurde extrem verändert. Auch das ist nicht die alte Version, aber die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, nicht viel benutzt. Was immer so ein Duft, den ich immer nicht so oft raushol. Aber letztens habe ich ihn getragen. Vetiver, bisschen erdig, zimtig, minimal, nicht so süß, gar nicht süß eigentlich. Und Männlichkeit pur. Und so ein bisschen auch vielleicht grüner Rasierschaum, in Anführungsstrichen, hier was Barbershop-Feeling. Ist ein geiles Teil, ja, Barbershop-Feeling könnte man schon sagen, von allerfeinsten. Im Endeffekt, ich habe ja letztens, glaube ich, schon in meinem Video gesagt, ich bin nicht so ein Givenchy Gentleman oder Givenchy Fan, aber hier, das ist die Nummer 1, sehr nice. So, als nächstes Baby Cat, und jetzt kommt es wieder so geil, von Yves Saint Laurent. Ich feiere den Namen, das ist geil. Ja. Dunkle Vanille, 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 Vanille. Geiler Duft. Wenn ihr also einen tiefen, schön warmen, der natürlich auf Parfumo richtig gut ankommt, was natürlich klar ist, dann holt euch Baby Cat. Viele streiten sich ja, oder auch ich, eigentlich nicht. Ich habe meine Nummer 1, was Vanilledüfte angeht, und das ist Shalimar. Shalimar ist einfach die Nummer 1, aber Baby Cat ist gut am Start. Auch hier pfeffrig, ein bisschen noch würzig dazu. Lavendel und die Vanille, aber richtig warme, tiefe Vanille. Das ist Baby Cat von Yves Saint Laurent. So, der nächste, Vanille. Ja, aber es ist eine andere Vanille. Das ist auf die Fresse. Ich bin ein bisschen jünger, in the club. Ne, so ein bisschen Miss 50 Cent mäßig in the club. Versace Eros. Ja, aber das Eau de Toilette, und wundert euch nicht, dass es hier nicht draufsteht. Eau de Toilette, das ist hier die erste Version, da stand es noch nicht drauf, was ich übrigens persönlich besser finde. Ja,
Aber das hier, ich erzähle die Story jetzt, habe ich lange nicht erzählt, es ist wirklich krank. Ich weiß nicht, ob die aktuelle Version auch so krank ist, aber die die Ausstrahlung ist krank. Das ist eine 10. Auch wenn man das selber nicht so mit. Ich habe da mal 15 Sprüher aufgenommen und bin dann, übrigens, die Menge der Sprühe heißt nicht, dass der unbedingt stärker ist. Du kannst auch nur 5 nehmen, du wärst wahrgenommen. Nachhinein auf den Geburtstag bei meinem Kumpel, die sind da reingekommen, haben gesagt, wer ist denn vorher durch den Hausflur gegangen? Der ganze Hausflur riecht nach Vanille und so. Hier, Eros, brutal. Aber wirklich, Vanille, frisch ein bisschen Zitrone, geil. Versace. Ja, Versace muss eben auch auffallen, so wie die Medusa hier ausgestanzt ist. Ja, es ist eben, Versace hier, wenn ich hier mal ganz kurz gucke, ist immer noch on point, immer noch gut, ja, mag man gern, ja, nicht schlecht. Versace eben. Also Versace macht gute Teile. Ja, genau wie der nächste. Und der nennt sich Tango. Also nicht Tango und Cash, übrigens guter Film. Werde ich auch demnächst nochmal, glaube ich, mal eine Review zu machen. Tango und Cash auf meinem Kanal, wie gesagt, auf meinem zweiten. Aber hier, Tango, dieser Duft, Kardamom auch hier, ein bisschen Rose, aber das ganze Zusammenspiel, was man hier riecht, ist ein Meisterwerk. Das riecht so gut. Amber ist da noch drin. Denn so, wie gesagt, Rose finde ich ein bisschen, aber warm ambriert. Ja, harzig würde ich gar nicht sagen. Kardamom, merkt ihr, Kreuzkümmel, Jasmin, Bergamotte. So riecht der Duft. Geiles Teil. Ich glaube, den habe ich einmal auch schon mal vorgestellt, sonst hat ihn noch keiner vorgestellt. Also wer einen schönen ambrierten, Bergamotten, harzigen Duft haben möchte. Tango. Geiles Teil. So, und zum Schluss, eigentlich haue ich den erstmal richtig tief in den Winter raus, aber da war ich noch Tom Ford-Fan. Ja, auch nicht mehr so, aber Tabacco Vanille, ey, da ging nichts. Er ist ja schon ein paar Jahre alt. Tabak, süßer Shisha-Tabak, obwohl mehr Tabak, dann ein bisschen Shisha und Vanille. Und Tom Ford konnte Vanille. Tom Ford kann oder konnte Vanille. Also er konnte es auf jeden Fall. Das hier ist brachial. Ja, sehr nice. Also einer der besten Vanilledüfte, einer der besten Tabakdüfte. Und wenn ihr dieses Zusammenspiel haben wollt mit Tabak und Vanille, ja, das ist aber ein bisschen anders. Also es ist aber hier so eine Legende. Das inzwischen auch, das ist ein Klassiker. Das ist eine Legende. Das ist immer so ein kleiner Unterschied. Der steht vor denen noch, ja. Aber im Endeffekt, wenn man den lange nicht getragen hat, nur der Geruch hier, ne? Boah, dann so ein bisschen Teelan-Style. Das ist natürlich auch eine ältere Version. Ich weiß ja nicht, wie die neue ist, weil Plastikdeckel hat er ja immer schon gemacht und vielleicht ist die Haltbarkeit und jetzt dieses ganze Zusammenspiel nicht mehr so geil wie früher, aber geil. Also Tabacco da war Tom Ford noch Tom Ford. Ja, das waren meine 10 sexy Düfte für den Herbst. Nochmal kurz Ende des Herbstes. Und hier, den machen wir zu. Wir haben ein bisschen reingeguckt bei Parfumo. Der ist natürlich super bewertet, ist ganz klar. Tabacco Vanille, braucht gar nicht gucken. Und ich glaube, die sind immer noch gut bewertet. Und auch die neuen Versionen anscheinend. Tabacco Vanille ist Tabacco Vanille. Aber ich glaube, er ist ein bisschen wässriger geworden. Jedenfalls war das mein Stand vor 2, 3 Jahren noch. Jetzt weiß ich das nicht mehr. Der ist wirklich ein bisschen älter. Das ist schon geil. Ich bin auch froh, den zu haben. Schönes Teil. So wie Tuscan Leather habe ich noch in 100 ml. Eine alte Version. Da war ich erst an Überlegen, ob ich den abgebe. Ich bin immer manchmal an Überlegen, den abzugeben, weil ich habe so viel Tuscan Leather und ich möchte, der ist noch voll. Und das ist noch eine 220er, 219er Version, also die powert richtig raus. Aber weiß ich nicht und den kann ich auch nicht verschenken. Also das wird ein bisschen teurer. Das ist wirklich monströs. Aber irgendwie, da will ich ihn doch nicht loswerden. So, aber es ist immer schwierig, ne? Also Tom Ford, ja, aber ich habe viele alte Versionen. Die neuen interessieren mich gar nicht mehr wirklich. Ja, den Black, wie heißt der? Black Lecker, den habe ich noch. Das war der letzte. Aber die anderen, das ist mir alles. Und ich glaube, er pimpt das alles so ein bisschen neu auf mit neuen Namen. Hatten wir alles schon mal, ist nicht gut. Naja, gut. Dann schreibt mal runter. Lasst einen Daumen da, nach oben am besten, wenn ihr nach unten machen wollt. Ja, mir auch egal. Get the fuck out hier. Ist mir egal, wenn ihr meint. Und ja, dann würde ich sagen, folgt mir, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und denkt an neue Mütze, an die neue hier, wenn ihr Bock habt. Und danke alles für
so weiter und so fort für die Unterstützung. Auch natürlich an die Mitglieder. Und dann würde ich sagen, bin ich raus und bis zum nächsten Mal.